Hallo meine Lieben, herzlich willkommen in meiner Küche. Wir haben Ende November, draußen wird es früh dunkel, der Wind pfeift um die Häuser und oft ist es nasskalt. Genau in diesem Moment sehnt sich der Körper nach etwas Bestimmten, Wärme. Nicht nur von der Heizung, sondern auch von innen. Echtes Comfortfood. Heute kochen wir genau das. Eine Lasagne, aber nicht so, wie ihr sie kennt. Italiener werden mich verteufeln. Wir verzichten komplett auf flüssige Soßen. Kein Bechamel, die schwer im Magen liegt. Keine saure Tomatensoße. Wir konzentrieren uns auf das Wesentliche. Pures Fleisch, winterliches Gemüse und als Geheimzutat cremiger Brie. Lehnt euch zurück, schenkt euch vielleicht einen Tee ein. Wir nehmen uns jetzt die Zeit, die dieses Gericht verdient. Wir beginnen mit den Auberginen. Ein oft missverstandenes Gemüse. Viele wissen gar nicht, welche Superkraft sich in den Schmorgerichten entwickeln. Früher hieß es oft, Auberginen seien bitter und müssten gesalzen werden. Bei den modernen Sorten ist das kaum noch nötig. Aber für unser Rezept ist ihre Struktur entscheidend. Die Aubergine ist wie ein Schwamm. Da wir ja keine Flüssigkeit hinzufügen, übernimmt sie den wichtigsten Job. Sie saugt den Bratensaft vom Fleisch und das Fett vom Käse auf. Während der langen Garzeit gibt es diese Feuchtigkeit dann ganz langsam an die Nudeln ab. Deshalb schneide ich sie hier so extrem fein. Sie soll später fast unsichtbar mit dem Fleisch verschmelzen und nur ihre Saftigkeit hinterlassen. Weiter geht es mit den Vitaminbomben, rote und grüne Paprika. Warum beide Farben? Das ist nicht nur die Optik. Die rote Paprika bringt durch ihren hohen Zuckergehalt eine natürliche Süße mit, die wunderbar karamellisiert. Die grüne Paprika ist etwas herber, würziger. Dieser Kontrast macht das Gericht etwas spannend. Gerade jetzt im Winter ist Paprika einer der besten Vitamin-C-Lieferanten, die wir haben. Sogar besser als Zitrusfrüchte. Und wenn wir das Gemüse so fein würfeln, vergrößern wir die Oberfläche. Das bedeutet mehr Röstaromen, mehr Geschmack in jedem einzelnen Bissen. Apropos Wintergemüse. Ich versuche gerade, meinen Speiseplan etwas saisonaler anzupassen. Was landet bei euch im November und Dezember im Einkaufswagen? Seid ihr eher Team Kohl und Wurzeln oder Team Exoten? Schreibt mir eure Winterfavoriten gerne mal unten in die Kommentare. Ich lasse mich da gerne für das nächste Video inspirieren. Kein herzhaftes Gericht ohne Zwiebeln. Sie sind das Fundament und dazu ein ganzer Bund frische Petersilie. Nicht nur Deko, sondern für die Frische. Das Schöne an diesem Rezept ist die Entschleunigung. Es ist Slow Food im besten Sinne. Wir hetzen nicht, das akkurate Schneiden, das Mise en place hat fast etwas Meditatives. Es hilft, den Stress des Tages abzubauen, bevor das Essen überhaupt im Ofen ist. Jetzt kommt der Gamechanger, der Brie. Klassisch nimmt man Mozzarella oder Parmesan, aber wir wollen es deftiger. Der Brie bringt eine erdige, pilzige Note mit, die perfekt zur Jahreszeit passt. Wir schneiden ihn in Scheiben, die Rinde lassen wir dran. Die gibt extra Geschmack und hält den Käse beim Schmelzen etwas zusammen. Aber wer es milder haben will, der kann ruhig auch die Rinde abschneiden. Jetzt vereinen wir alles. Die bunten Gemüsewürfel treffen auf das Hackfleisch. Da wir kein Ei und keine Semmelbröseln verwenden, ist das Gemüse unser einziger Strukturgeber.
Gewürzt wird klassisch und kräftig. Salz, schwarzer Pfeffer, Oregano, Kräuter der Provence. Und jetzt Hände rein. Das ist wichtig. Mit einem Löffel bekommt man das nie so gut hin. Ich nehme extra Handschuhe, weil ich finde, beim guten Essen, gerade mit Fleisch, ist es wichtig, dass die Hände vom Fleisch geschützt sind. Durch die Körperwärme der Hände beginnt das Fett im Hackfleisch ganz leicht weich zu werden und wir können eine Bindung erzeugen. Es muss eine homogene, feste Masse werden. Wie ein Teig. Jetzt werden wir zu Architekten. Wir bauen die Lasagne. Ganz unten die Nudelplatten. Dann eine Schicht Fleisch-Gemüsemasse. Drückt sie fest an, bis in die Ecken. Da die Nudeln roh sind, brauchen wir direkten Kontakt zur Feuchtigkeit. Darauf kommen die Brie-Scheiben und dann wiederholen wir das Spiel. Das ist das Tolle an Auflaufen. Man baut sich quasi ein Nest aus Geschmack. Alles ist sicher verpackt. Und jetzt aufpassen. Hier kommt der wichtigste Tipp für dieses Rezept. Für die letzte Schicht obendrauf reicht es nicht, einfach Käse zu legen. Der würde verbrennen. Ich nehme den restlichen Brie und brösel ihn direkt in die verbliebene Hackfleischmasse in der Schüssel. Ich verknete das nochmal. Diese Hack-Käse-Mischung kommt als Deckel obendrauf. Das Fleisch schützt den Käse, der Käse gratiniert das Fleisch. Das ergibt eine Kruste, die unglaublich würzig ist, aber das Gericht darunter saftig hält. Der Ofen. Wir stellen den Ofen auf 150 Grad Umluft ein und lassen ihn etwas vorheizen. Jetzt ab in die Wärme damit. Nach 75 Minuten nehmen wir es wieder aus dem Ofen. Die Geduld zahlt sich aus. Schaut euch das an. Goldbraun, knusprig, aber nicht verbrannt. Da wir keine flüssige Soße haben, ist die Lasagne extrem stabil. Man kann sie schneiden wie ein Kuchen. Meat Cake, könnte man fast sagen. Die Nudeln sind perfekt, al dente. Das Fleisch saftig, der Brie überall verteilt. Ein perfektes Essen für die kalten Novembertage. Wenn euch das Video entspannt hat und ihr jetzt Hunger habt, ein Abo und ein Like wärmen mein Herz genauso wie dieser Auflauf. Probiert es aus, lasst es euch schmecken und kommt gut durch den Winter. Bis zum nächsten Mal und guten Appetit!